Auf dem Weg nach Norden haben wir endlich die Chance, Biber zu sehen und verwenden in einer fantastischen Seenlandschaft das viel zu selten genutzte Stand-Up-Paddleboard. Nachdem ich gerade im Survival-Fieber bin, versuche ich zudem ein Lagerfeuer mit einem Feuerstahl anstatt mit dem Feuerzeug zu entfachen. Ob mir das gelingt? Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland, und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir die Welt zu viert und leben unseren Traum. Das ist aber nicht frisch. Wir überlegen gerade, von wem das die Hinterlassenschaften sind. Tobi ist für Elch. Rio sagt es gleich, wenn er es probiert hat. Und ich bin ahnungslos. Ich sag Elch. Ich glaube, uns wurde das so gesagt, dass es so ausschaut. Wohl heute lang wach bleiben und morgen früh aufstehen. Schaut ganz nach mir aus. Ich, der sonst um 9 schon schläft. Du bist aber optimistisch. Bist du sicher, dass das Biberspuren und nicht Hundespuren sind? Das ist ja ein Traum hier. Auf jeden Fall. Wir haben heute nachgeschaut, wie viel Seen Schweden hat. Das sind 96.000. Also es ist einfach nicht vorstellbar. Wobei mich interessieren würde, ob dieser kleine Tümpel auch als See zählt. Ich glaube nicht. Aber was man sagen muss, so wo wir jetzt vorbeigefahren sind, je nördlicher wir fahren, desto schöner werden die Seen. Auch wenn man es zum Teil im Süden schon nicht glauben kann, weil die dort schon super schön sind, aber hier, man sieht es ja selber, es ist spiegelglatt und ja, und einfach nur ein Traum. Größtenteils hört man hier auch nichts, bis auf das Auto gerade, aber sonst ist es wirklich still. Ja, es ist sehr wenig Verkehr hier. Genau, hier ist jetzt auch unser Stellplatz und leider Gottes ist jetzt gerade das Wasser ausgegangen und wir dachten, es reicht noch für 2-3 Tage. Das heißt, morgen werden wir zur nächsten Stadt fahren, die ist knapp 14 oder 15 Kilometer entfernt. Mücke. Und hoffen, dass wir dort Wasser auffüllen können bei der Tankstelle oder so. Und dann fahren wir wahrscheinlich wieder zurück. Ja. Weil eigentlich wollten wir hier 4 oder 5 Tage bleiben insgesamt. Das ist einfach so wunderschön und auch gerade wenn man jetzt hier ist, also es ist ein schwedischer Camper hier. Wir sind hier sonst echt alleine. Ja. Und ich will endlich mal das Sub auspacken und hier auf den Seen lang paddeln. Jetzt haben wir es so lange dabei und gefühlt eine Handvoll Male benutzt und ja, es hat auch schon ein Loch. Wir haben gerade die erste Schlange gesehen, die war riesig. Also für europäische Verhältnisse. Für die Schlangenverhältnisse, die wir bisher gesehen haben, war sie riesig. Also da war Bosnien, die waren kleiner, glaube ich. Ja, ansonsten ist ja eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer dass es wunderschön ist. Die meisten Schlangen, die wir gesehen haben, waren bis jetzt eigentlich Blindschleichen in letzter Zeit. Bis auf eben Bosnien, wo wir wirklich Schlangen gesehen haben. Aber das war eindeutig eine Schlange. Das Wichtigste bei Schlangen ist immer Sicherheitsschuhe anhaben. Check. Wir sind jetzt gerade zurück zum Auto gegangen und haben Rio zurückgebracht, weil wir einen Biber gesehen haben. Und mit Rio ist es dann doch nicht so leicht. Ja. Ja. Und jetzt haben wir die Kameras gepackt, weil ich weiß gar nicht, ob wir ihn davor erwischt haben. Wenn ja, blenden wir es jetzt ein. Und wir legen uns jetzt auf die Lauer. Ja, und hoffen das Beste. Wir waren nicht sehr erfolgreich, aber wir gehen jetzt zurück, weil hier sind
überall diese Kriebelmücken. Ja. Vielleicht sieht man sie so. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber ich habe sogar meine Haare über die Ohren, weil es einfach unaushaltbar ist. Und während ich die Kamera halte, spüre ich, wie es auf meiner Hand rumkrabbelt. Ja, und auf deiner Nase. Ja, nee. Also Ja. wir müssen jetzt ins Und Auto. wir wollen ja noch 1, 2 Tage hier bleiben, theoretisch. Das heißt, wir werden noch die Chance haben, den Biber zu finden. Hoffentlich. Vielleicht findet er uns. Wir sind jetzt wieder zurück und natürlich, nachdem wir gegangen sind, kam der erste Biber, der, weil ich zu laut war, wieder abgehauen ist. Aber eine kurze Aufnahme haben wir geschafft und jetzt geht's ab ins Bett. So, und jetzt dichten wir es ab, provisorisch zumindest, bis wir zu Hause sind. Dafür habe ich jetzt hier eine dauerelastische Dichtmasse. Zu Hause können wir es dann nochmal richtig machen. Wir haben zwar das andere auch dabei, aber das wäre jetzt relativ aufwendig, das ganze alte erstmal zu entfernen, dann neu einzudichten und so. Das machen wir dann lieber zu Hause, wo wir alle Hilfsmittel haben. Genau, ein bisschen gereinigt habe ich es. Ist jetzt noch nicht perfekt, aber es sollte reichen. Und leider ist hier der Ding gebrochen, also muss ich es jetzt anders drauf machen. Auch wenn ich dafür jetzt keinen Schönheitswettbewerb gewinne, dicht ist dicht und darauf kommt es uns jetzt an. Es muss funktionieren. Und ja, Schönheitsnote ist jetzt nicht so hervorragend. Aber wie gesagt, 5 Wochen oder 6 Wochen und dann wird es richtig gemacht. Am Ende ist es wahrscheinlich so wie alle provisorischen Lösungen, sie halten für immer. Heute waren wir in der Stadt, weil wir an dem Stellplatz hier ein bisschen bleiben möchten und wir haben uns heute Zimtschnecken zum Aufbacken geholt. Die schauen richtig süß aus. Es sind 12 Stück in einer Packung. Und ja, dazu kochen wir uns jetzt noch einen Cappuccino und dann werden wir sie uns gleich schmecken lassen. Frisch aus den Omnia, schön warm und das wird jetzt vernascht. Schaut auf jeden Fall gut aus. Oh ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Kamera hört, aber hört ihr den Vogel? Ist das ein Rabe oder eine Krähe? Oder ist das irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Rio. Wie, du schmeißt die Kamera runter. Du willst nie ins Auto. Er liegt hinter der Kamera.
Es ist jetzt einfach 8:30 abends und die Sonne ist nochmal richtig rausgekommen, nachdem es den ganzen Tag bewölkt war. Und man kann es jetzt so genießen, dass hier so lange die Sonne scheint und noch so viel Wärme spendet. Ja, deswegen habe ich jetzt Buch gepackt, Stuhl raus und mich nochmal rausgesetzt. Und Tobi war gerade mal wieder auf Biberlauer, aber war nicht so erfolgreich. Wir fahren jetzt heute weiter an einem Platz, der auch am See gelegen ist, wie typisch in Schweden, mit angeblicher Feuerstelle und zwischen den Bäumen. Ich würde sagen, der Platz ist vielversprechend. Wir haben einen super Blick auf den See direkt und die Lagerfeuerstelle vor der Tür sozusagen. Sarah pumpt jetzt gerade schon das Sub auf, weil ich dann erstmal suppen gehe und die Sarah, ich weiß nicht, wahrscheinlich danach auch, gehe ich mal davon aus. Und wenn die Biber nicht zu uns kommen, komme ich zu den Bibern. So schaut es nämlich aus. Wobei die tagsüber wahrscheinlich alle nicht da sind, aber ich will unbedingt noch einen Biber sehen außerhalb vom Wasser. Wäre ein Traum, weil bis jetzt haben wir nur die Köpfe eigentlich gesehen und beim einen, wo ich zu laut war und der abgetaucht ist. Aber ja. Ich glaube nicht, dass es was wird. Und ja, heute den perfekten Tag dafür erwischt, nachdem es die letzten Tage 17 Grad hatte, jetzt im Juli. Und heute, ich glaube, wieder 24 Grad. Sieht man bei mir jetzt noch nicht, aber es ändert sich gleich, weil nachher gehe ich auch noch schwimmen. Ich gehe mit meinem Stand-Up-Paddleboard und mein Stand-Up-Paddleboard geht mit mir. Wenn ich das Lied jetzt noch weiter könnte ich weiter singen. So. Vorsichtig mit dem Knöchel. Oh mein Gott, ist das steil. Vorsichtig. Ja, ich suppe nicht, ich kajake. Geht schneller. Ich bin zu faul. Wuhu. Und wie ich schon sagte, ich will einen Biber sehen. Beziehungsweise ich suche einfach die Biberburg und tagsüber kommen die Biber eh nicht raus. Und ja, irgendwann werde ich schon noch einen Biber sehen. Und genau das, was man gerade gehört hat, ist eigentlich mal das Schöne in der Natur, beziehungsweise beim Kajakfahren, Suppen, was auch immer.
Man hört einfach nichts außer die Natur. Wenn du jetzt keinen Paddelschlag machst, ist es einfach mucksmäuschenstill. Richtig geil. Und wenn das Wasser noch so ruhig ist wie hier, hat man halt diese super schöne Spiegelung. Und gut, jetzt ist da hinten irgendwo ein Hund. Aber ja, es ist einfach unglaublich schön hier. Das wäre fast meine Käppi gewesen. Achso, und ich denke mir hier die ganze Zeit, warum das Sub so instabil ist. Also, dass wenn man einen Paddelschlag links macht, dass das Boot gleich zur Seite wegziehen will. Mir kommt gerade, dass ich vergessen habe, die mittlere Finne reinzustecken. Aber naja, ist auch nicht so schlimm. Genau, hier. Hier ist die Biberburg. Ich will auch nicht wirklich näher ranfahren, weil ich will die Tiere ja auch nicht stören. Aber ich finde es einfach cool, sowas in echt zu sehen. Vor allem in freier Wildbahn. Das ist immer ein Unterschied, ob es im Zoo ist oder in freier Wildbahn. Ich bin jetzt schon auf dem Rückweg und dann sieht man auch schon unseren Platz. Nämlich ziemlich geil. Da oben stehen wir. Wir haben eine super Aussicht. Wir stehen zwar nur, ja, was sind das? 30 Meter von der Straße weg, aber da sind jetzt im ganzen Tag, also es ist jetzt, ich habe keine Ahnung wie viel Uhr, ich denke mal so 2, halb 3. Und es sind vielleicht 5 Autos lang gefahren, also echt minimal. Ich muss gerade gegen Wind anpaddeln, ich kann nicht mehr. Jetzt habe ich gerade Rückenwind. Das passt. Das heißt, ich werde jetzt zurückgehen und dann erstmal schwimmen. Ich bin echt nicht mehr in Form. Man merkt, dass ich Ü30 bin. Geiler Stellplatz. Es ist so schön hier. Trotz dass eine Straße im Hintergrund ist, ist es so toll. Man hört die kaum, weil kaum Autos fahren. Und es spiegeln sich die ganze Zeit die Bäume im Wasser, also wenn es ein bisschen windstiller wäre, da hinten. Unglaublich schön hier. Jetzt sinkt es leider. Fahren wir nicht schnell genug. Jetzt holt sich der Biber. Super. Na, 1 reicht. Einmal aussteigen. Na, jetzt runter. Komm runter. Super gemacht. Hey, klasse. Und wie man auf dem Video gesehen hat, haben wir vergessen, die Schützer für die Finnen wegzumachen. Und deshalb paddle ich jetzt nochmal los und suche sie. Oh Mann, das ist uns auch noch nie passiert, dass wir das vergessen haben. Aber wir haben auch, wie gesagt, auch vergessen, die mittlere Finne reinzumachen. Also irgendwie war der Kopf woanders. Und ja. Naja, au! Fuck. Voll in irgendwo reingestiegen. Und während Tobi die jetzt sucht, bereite ich schon mal das Feuerholz für das Lagerfeuer heute vor und säge schon mal das Holz zusammen. Und manchmal hat man mehr Glück als Verstand. Der erste ist schon mal da. Jetzt müssen wir nur noch hinkommen. Und es muss echt nicht sein, dass sowas von uns dann hier in der Natur rumschwimmt. Und Gott sei Dank hat der zweite auch eine ziemlich gute Warnfarbe. Der schwimmt nämlich da vorne rum. Hier unten. Das heißt, wir haben beide wieder. Alter. Und in Zukunft müssen wir definitiv mehr aufpassen,
was wir oder wie wir starten. Ich weiß gar nicht, was da vorher schiefgegangen ist. Weil wir hatten ja keinen Zeitdruck oder sonst was. Deshalb keine Ahnung. Rettungsaktion gestartet und erfolgreich. So. Wir zwei. Ich paddel jetzt dann wieder zurück. Keine Ahnung, was das war. Ich paddel jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Und dann, ja, gehe ich schwimmen. Endlich. Das schaut so hammergeil aus. Was ist los? Bringst du mir den Ball? Du hast sie gefunden. Ja, natürlich. Sie schwimmen, Gott sei Dank. Wo? Relativ am Anfang, wo das Wasser dann ein bisschen flacher wurde und Seegras hochkam. Dort lag es dann innerhalb von, ich weiß nicht, 50 Meter im, nicht Schilf, aber im Seegras, also im Seitenbewuchs des Flussarms. Ja, super. Gott sei Dank. Ich habe gerade schon gesagt, es muss nicht sein, dass sowas von uns dann hier in der Pampa rumliegt. Ja, definitiv nicht. Und bei der Natur ist halt echt... Es wäre schade, wenn es in der Natur bleibt, ja. Jeden Müll, der hier liegt, ist echt schade. Okay. Dreimal dürft ihr raten, was es heute gibt. Ein Lagerfeuer. Ich habe schon gesagt eigentlich, dass ich das jetzt vorbereite, während du die Abdeckung suchst. Mhm. Und dann kamst du. Ach so. Also eigentlich kannst du es vorbereiten. Mach ich vielleicht auch. Nachdem es hier jetzt eine Feuerstelle gibt, machen wir heute unsere Kartoffeln hier im Feuer. Und wir schauen uns ja aktuell Man vs. Wild nicht an, Seven vs. Wild an. Und da bin ich jetzt ein bisschen angefixt mit Feuer machen, mit dem Feuerstein. Mit dem Zedernholz hat es ja sehr gut funktioniert. Und jetzt habe ich hier gerade Birkenrinde gesammelt. Und probiere es mal mit der Birkenrinde. Die soll nämlich auch sehr gut brennen. Jetzt. Es hat funktioniert. Nicht so leicht wie erhofft, aber es geht. Wie heiß ist es? Skala 1 bis 10. 2, 10. Wir haben jetzt nicht nur ein Lagerfeuer gemacht, sondern wir haben unsere Kartoffeln da drin gemacht. Und wir kannten es von zu Hause eigentlich nur mit Alufolie, dass man die dann in die Kohle reinlegt, in die Glut. Wir haben es jetzt einfach so direkt reingelegt und wie es ausschaut, sind sie gut. Also Sarah hat schon probiert, sind außen dann schön angekohlt, sage ich jetzt mal. Aber drin war jetzt die eine Testkartoffel zumindest gut. Ich meine, die anderen schauen auch gut aus, außer dass der Teller sackheiß wird. Genau. Dann einfach die Glut außenrum. Die braucht noch, glaube ich, ein bisschen. Ja, reicht erstmal. Reicht? Ja. In der Zeit habe ich einmal unsere restlichen Nudeln von gestern nochmal warm gemacht und Zucchini und Aubergine angebraten. Jetzt gibt es Abendessen und danach gehe ich mit dem Hund und Sarah telefoniert mit Freundinnen. Bis morgen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist Ihre Laune, Herr Müller? Wenn 10 für gereizt ist, 10. Seid froh, dass gerade die Kamera noch nicht an war. Er reißt sich gerade sehr zusammen. Ja, ich hasse unsere Motorhaube. Also ich muss sagen, ich würde doppelt so häufig mindestens nachschauen, wenn wir eine ganz normale Motorhaube haben, nach dem Motoröl und so. Aber mich nervt es einfach. Also das Nachschauen geht noch, aber gerade wenn man jetzt die ganze Motorhaube wegmacht,
es nervt einfach so, dass man einen Sitz ausbauen muss, dann bleibt es wieder irgendwo hängen, die blöde Klappe. Und dann fängt der Hund hinten an zu kläffen. Und das, ach nee, mich kotzt voll an. Ich weiß gar nicht, wie man so was erfinden kann. Den Motor zwischen den Fahrer und Beifahrer sitzen und dass man dann so scheiße hinkommt. Naja, wir haben uns für das Auto entschieden. Beziehungsweise, es war der Kompromiss. Also müssen wir jetzt damit leben. Genau, und bevor wir jetzt fahren, wir müssen nämlich immer regelmäßig den Ventildeckel bzw. die Schrauben die Mutter nachziehen, weil die sich durch die Vibration vom Motor lösen. Muss ich im Sommer auch mal Selbstsichernde? wenn dann selbstsichernde Muttern drauf machen, wobei ich die theoretisch dabei hätte. Weil ich habe keinen Bock, dass die dann zu fest drauf gehen und die Bolzen dann lösen. Beziehungsweise beim Aufmachen lösen. Und deshalb mal Federringe oder so andere Schraubensicherungen einfach verwenden. Und jetzt ziehen wir die halt danach. So, und jetzt bauen wir das ganze Zeug wieder ein. Also Motorhaube, Abdeckung, Sitz. Und dann geht's weiter. Das ist so schwer. Und wenn es warm ist, schwitzt man halt deshalb schon allein. Nur wegen einmal Motorhaube auf und zu machen. Jetzt hat zuerst hinten. Dann vorne. Aber wenigstens die Dämmung geht leicht rein. Jetzt bist du eigentlich fertig für den Tag, oder? Ja, genug Arbeit gemacht. Ich zerfließe. Ja, wir packen jetzt zusammen und dann geht's weiter. Danke, dass du unser Video angeschaut hast. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, freuen wir uns, wenn du ein Abo dalässt und uns auch weiterhin begleitest. Bis zum nächsten Mal.